Pensionsfonds sind Fonds, die man privat oder auch unternehmerisch für seine Mitarbeiter machen kann, um eine Art Rente zu haben, die aber nicht aus der staatlichen Rente finanziert wird, sondern weil man selber auch Geld in so einen Fonds hinterlegt hat. Naja, und wenn man jetzt einfach sagen würde, ja, was brauche ich diesen Fonds? Ich kann ja jetzt einfach sparen, ja, ich lege das Geld unter mein Kopfkissen und wenn ich dann alt bin, benutze ich das. Korrekt, ist richtig. Was man ja möchte, ist, dass sich das nochmal richtig gelohnt hat, dass das Geld für einen gearbeitet hat. Das ist deren Ziel, dein Geld zu vermehren, was du bis zum Eintritt deiner Rente hinterlegst. Aber das Vermehren von Geld, das hat immer ein Kontrahentenrisiko. Das ist ja auch klar. Immer wenn es eine Rendite gibt, also wenn sich dein Geld vermehrt, steht dem genauso auch ein Risiko gegenüber. Das ist sogar bei ETFs so, die ja eigentlich breit gestreut über den Markt funktionieren sollen. Es gibt immer nur einen Chancen-Risikonutzen. So, und diese Pensionsfonds, die verbrennen sich teilweise damit ordentlich die Finger. Die hebeln teilweise. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnert, die Credit Suisse vor ungefähr einem Jahr, da war nämlich die Pensionsfonds Thema. Vor 1,5 Jahren hatten wir die Pensionsfonds in England, die fast den Engländern um die Ohren geflogen sind, wo wieder staatliches Geld gedruckt werden musste, um die aufzufangen, weil sie sonst liquidiert worden wären. Und wie wären sie liquidiert worden? Ganz einfach, die hatten teilweise 30er Hebel auf ihre Trades gesetzt. 30er Hebel, das muss man sich mal klar machen. Und dann macht es einem auch bewusst, was das eigentliche Problem dieser Pensionsfonds ist. Naja, das ist ungefähr so, wie wenn ihr einem Glücksspielsüchtigen euer Geld gebt, weil er euch sagt, hey, gib mir jetzt 30 Jahre lang Geld und wenn du in Rente bist, habe ich so viel Geld für dich erspielt, dann geht es dir gut. Ja, das ist nicht so einfach. Und gerade in einer Zeit, wo die Investments immer unsicherer werden, wo Kriege vor der Haustür stehen und so weiter, ist das ein Problem. Also setzt du auf Dinge, die vielleicht möglichst werterhaltend sind und hörst auf die Empfehlungen, die auch große Investmentbanker geben. So zum Beispiel nämlich das Investmentunternehmen, die Jefferies Group, die ist mit Fokus auf Wachstumsunternehmen ausgelegt. Die hat 4 Milliarden Dollar Umsatz in 2017 gehabt. Die ganz aktuellen Zahlen gibt es nicht. 2019 hatten sie 3.800 Mitarbeiter. Und die haben nämlich jetzt eine Einschätzung zu diesem Thema gegeben und haben empfohlen, dass Pensionsfonds bis zu 10% ihres Portfolios am besten in Bitcoin legen sollten. Das ist schon ein starkes Stück. Vor allem, wenn wir uns eins bewusst machen, in diesen Pensionsfonds liegt richtig viel Geld. Die ganzen Privatpersonen global, die in Pensionsfonds Geld legen, haben hier eine Summe von rund 23 Billionen US-Dollar hinterlegt. Ja? Das sind Zahlen aus dem Jahr 2021 von der OECD, die sie geschätzt haben. Das sind rund 23 Billionen US-Dollar. Und zwar nicht Billion, also Milliarden, sondern wirklich Billionen. Das ist eine gewaltige Summe. Und das Spannende ist, dass hier diese ganzen unternehmerischen Fonds, also wo Unternehmen für ihre Mitarbeiter derartige Summen hinterlegen oder solche Fonds holen, noch gar nicht enthalten ist, sondern dieses Gesamtvermögen von denen liegt sogar bei rund 40 Billionen US-Dollar. Also sprechen wir hier von um die 50, 60 Billionen US-Dollar. Wenn davon 10% zu Bitcoin gehen, wären das 5 Billionen, die einfach als zusätzliches Kapital zu Bitcoin fließen. Das ist wirklich der Hammer. Und Jefferies ist natürlich nur eine Bank, die das jetzt empfiehlt. Auf der anderen Seite muss man sich eins klar machen. Wohin wollen die Pensionskassen, wenn die Finanzwelt eben denen das Leben auf diese Art und Weise schwierig macht? Dann gibt es nicht mehr so viele Möglichkeiten. Das heißt, irgendwann wird Bitcoin immer interessanter für die, gerade wenn die Volatilität ein Stück weit zurückgeht, das Risiko zurückgeht, vor allem vor regulatorischen Hürden, und dann könnte es abgehen. Bitcoin wird wahrgenommen, gerade von den großen Investmentunternehmen, die es heute gibt, und jeder sucht ja eine Lösung, losgelöst von den durch Fiat erzeugten Problemen investieren zu können, losgelöst von Kontrahentenrisiken, wo man am Ende unter Umständen wirklich vor großen Problemen steht. Ja. Kommen wir zu einem auch sehr interessanten Thema, und das sind die ESG-Fonds. Ja. ESG ist ein super gespaltenes Thema, zu Recht. Ja. Also erstmal, ESG steht für Environment, Social und Governance, das heißt Umwelt, Soziales und Unternehmensführung, könnte man vielleicht sagen. Und bei diesen Aspekten geht es eben darum, dass man sein Unternehmen so aufbaut, dass es nachhaltig ist, dass es sozial ist, also zum Beispiel auch im Unternehmen eine ausgeglichene Art und Weise von Ethnien hat, von Altersunterschieden, von männlich-weiblich, all diese Dinge berücksichtigt werden und die Governance gut ist, also man eine gute Unternehmensführung hat, die sich gut entscheidet, die gut zu den Mitarbeitern ist. Und das Problem bei diesen ESG-Thematiken ist, dass es da keine einheitliche Bewertung für gibt, sondern diese Ratingagenturen, die ESG-Stempel verteilen, die haben ganz unterschiedliche Bewertungsmechanismen. Zum Beispiel schauen dann die einen, wie viele Klagen gibt es von Mitarbeitern gegen das eigene Unternehmen, und die anderen schauen wiederum, wie viele Mitarbeiter geben an, zufrieden zu sein. Und das sind natürlich zwei Dinge, die man fast gar nicht miteinander vergleichen kann, und dadurch ratet auch jede Agentur, jedes Unternehmen irgendwie anders. Deswegen ist diese ganze ESG-Thematik sowieso irgendwie Quatsch.
Aber das Ganze hat auch noch mehr Negativeffekte. Denn diese ESG-Fonds, die eben genau in diese Unternehmen investieren sollen, die sich nachhaltig verhalten, die haben auch diverse Probleme. Denn diese ESG-Fonds sind nicht mehr so im Boom, nicht mehr so nachgefragt, liefen auch teilweise nicht so gut, was auch zum einen daran liegt, dass eben die Bewertung dieses ESGs nicht wirklich eindeutig war und nicht wirklich konsistent war und weil auch das ganze Thema eben gar nicht so gut ankommt, wie man sich das teilweise wünschen würde. Das ist halt, man geht zu einem Berater, sagt, hey, ich würde gerne investieren, erstmal im Allgemeinen, dann fragt der Berater, ja, wollen Sie nachhaltig investieren oder wollen Sie die Umwelt kaputt machen? Dann sagen die meisten erstmal, ja, ich will nachhaltig investieren und dann wird eben das Geld nur noch in so einen kleinen Bereich, der ESG-konform ist, gesteckt, der aber eigentlich in Wirklichkeit durch Ratingagenturen bewertet ist, die auch keine wirkliche Nachhaltigkeit ermitteln können. Ja, und daran leiden diese Fonds. Diese Unternehmen laufen teilweise sehr schlecht. Diese Fonds performen sehr schlecht, verbrennen teilweise sehr viel Geld und auch denen geht es immer schlechter. Und die könnten sich nach einer Alternative umschauen. Und wie wir das ja in letzter Zeit schon häufiger gesehen haben, egal ob KPMG oder Risikomanagement Institute oder, immer mehr große Institutionen stellen fest, Bitcoin erfüllt die Kriterien, die wir an ESG haben, perfekt. Es ist gut für die Umwelt. Ja, es nutzt Strom, aber das ist überhaupt nicht schlimm, weil der Strom sonst nirgendwo verwendet werden würde. Also Bitcoin nutzt überwiegend und immer mehr überproduzierten Strom, der es uns erlaubt, immer mehr regenerative Energiequellen aufzubauen. Bitcoin sorgt dafür, dass Menschen in verschiedensten Bereichen dieser Welt einen Zugang zu Geld haben. Also das ganze Social-Aspekt wird aufgenommen und hat eine perfekte Governance, weil es keinen gibt, der den Ton angibt. Jeder kann mitsprechen, jeder hat seine eigene Stimme im Bitcoin-Netzwerk und es gibt keinen, der über alle bestimmt. Und Bitcoin erfüllt in all diesen Aspekten ESG perfekt. Und das Bewusstsein steigt gerade immer mehr. Und es könnte passieren, dass der Kauf von Bitcoin das eigene Portfolio im ESG-Ranking massiv aufwertet. Und das wiederum ist natürlich am Ende ein unfassbar starkes Argument, überhaupt in Bitcoin zu investieren und vor allem für die ESG-Fonds eine super Möglichkeit, gerade wenn sich das ganze Thema Bitcoin immer mehr in den Mainstream bewegt und der Preis auch steigt, dort zu investieren und die schlechte Performance aufzuholen. Also mit einem Bitcoin-Anteil in den ESG-Fonds könnte die Score steigen, könnte der Preis steigen und diese ganzen Dinge eben nach vorne gehen. Und der Daniel Batten, ein Aktivist für Nachhaltigkeit und diese Themen, also erstmal sagte er, stellen Sie sich eine Welt vor, in der Bitcoin weiterhin und legitim als Branchenführer in einer Reihe von wichtigen, realen und aussagekräftigen Umweltmetriken anerkannt ist. Dies hat einen großen Nebeneffekt für die Akzeptanz von Bitcoin. 23 Billionen $, die derzeit in ESG-Fonds gebunden sind und ein Zuhause suchen, könnten einen höheren Anteil in Bitcoin investieren. Weiter sagt er, bei einem heutigen Verhältnis von Marktkapitalisierung pro investierten Dollar von 4,67, wenn ESG-Fonds zusätzlich 1% des gesamten verwalteten Vermögens in Bitcoin investieren würden, 1%, würde sie 1,75 Billionen US-Dollar betragen und dadurch wäre der Preis um 57.000 $, über das aktuelle Niveau gestiegen. So, und das jetzt mal, diese 1% hier, mal verglichen bei einem Prozent von diesen 23 Billionen wohlgemerkt, mit den 10%, die Jefferies hier empfiehlt für die 40, 50, 60 Billionen, dann könnt ihr euch vorstellen, was es mit dem Bitcoin-Preis macht, wenn die ESG-Fonds und die Pensionsfonds anfangen, auf Bitcoin umzuschiften. Und das sogar nur bei einem minimalen Anteil von 1% zum Beispiel. Das kann den Preis schon auf über 100.000 pro Bitcoin pumpen. Und dann muss man ja eben verstehen, dass auch alle anderen irgendwann nachziehen würden. Was nämlich ganz wichtig ist, es geht gar nicht darum, die Marktkapitalisierung per se anzuschauen, sich zu überlegen, ja, wenn so und so viel Euro dazukommen, geht der Preis hoch, sondern wir haben einen sehr, sehr knappen Bitcoin-Bestand, der überhaupt im handelbaren Bereich ist. Und am Ende ist es ja so, wenn eine hohe Nachfrage ist, dann muss gar nicht diese Menge an Geld kommen, um den ganzen Bestand aufzukaufen, sondern das würde ja schon reichen, dass bei einer hohen Nachfrage, die alle haben, der Bestand sich an den Börsen verknappt und dadurch automatisch der Preis steigt, ganz ohne, dass wirklich viel Geld fließt. Es reicht einfach eine hohe Nachfrage. Es muss klar erstmal der Markt abgekauft werden und dann kann der Rest von alleine passieren. Ich würde jetzt tatsächlich mal eine Umfrage in den Chat machen, weil mich das mal interessiert. Würdet ihr, wenn der Bitcoin-Kurs bei 100.000 steht, verkaufen oder hodeln? Ich denke, für die meisten Menschen ist Bitcoin zum Sparen da und dient dazu, langfristig sein Vermögen abzusichern und langfristig seine Kaufkraft zu erhalten und vielleicht mal irgendwann ein Geld zu haben, eben Bitcoin, welches losgelöst von diesen zentralen Versprechen ist, Euro oder Dollar, und dementsprechend man auch einfach mit Bitcoin irgendwann bezahlt.
Und dann ist die Frage, verkauft man deswegen bei 100.000, selbst wenn man das Wissen hat, dass der Kurs nochmal runtergeht. Denn, naja, man ist dann auch plötzlich nicht mehr in dem Steuerfreibetrag und so weiter. Und diese Dinge können sich ja rückwirkend auch ändern, aber eben nicht, wenn eure Coins schon im steuerfreien Rahmen sind, sondern immer nur, wenn ihr wieder in diesem Jahr seid, was erstmal sein muss. Und das heißt, da besteht auch eine gewisse Gefahr, dass in dem Moment, wo ihr verkauft habt, und dann günstig wieder einkauft, dass dieser Anteil nie wieder in einem steuerfreien Bereich ist, beispielsweise. Ne? Eine gewisse Gefahr. Hängt vom Alter ab, schreibt Power Crypto. Ja, würde ich auch sagen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel heute 70 wäre, ich hätte einen Bitcoin und der würde jetzt auf 100.000 gehen und ich würde sagen, boah, mit 100.000, wenn ich die jetzt wirklich hätte, würde ich 10 Jahre noch locker klarkommen. Kann ich mir vorstellen, stößt man das ab. Aber eins dürft ihr nicht vergessen, die Inflation, die ist weiter da. Selbst wenn die Inflationsraten runtergehen, die bleibt. Es kann also sein, dass die 100.000 Euro, die du auscashst, für 10 Jahre nicht mehr reichen, weil irgendwann diese 100.000 nur noch eine Kaufkraft haben wie heute 20.000 und das in einem Jahr verpulvert ist. Ne? Ich gucke mal gerade schon mal so in die Umfrage. Jetzt gerade schon 511 Stimmen, was sehr schnell ging. 5% würden verkaufen. 5%. Überlegt euch das mal. 53% würden weiter hodeln und einen Teil verkaufen. So 20% des Bestandes würden 42%. Also mehr als die Hälfte wäre das völlig egal, wenn der Kurs bei 100.000 ist, weil sie daran glauben, dass es noch weiter hochgeht. Selbst wenn der Kurs noch mal fällt danach, die sagen einfach, okay, ich halte. 42% sagen, sie würden 20% auscashen und den Rest weiter hodeln. Das heißt, so oder so, wir sind hier gerade bei 95%, die zumindest einen Großteil ihres Bestandes einfach weiterhalten werden. Und genau das ist das, womit die den Bitcoin-Preis in ungeahnte Höhen treiben können. Denn die meisten halten einfach weiter und verkaufen ihre Coins gar nicht, unabhängig vom Preis. Und andere gehen hin, die verkaufen 20% ihres Bestandes. Und das ist der Bestand, der am Ende bei Unternehmen wie BlackRock landet und den restlichen Bestand der Bevölkerung in ungeahnte Höhen pumpt. So, das kann passieren. Die kaufen zu horrenden Preisen einen ganz kleinen Bestand der Bitcoin, die im Umlauf sind. Weil die meisten nicht schwach werden. Die heute Bitcoin gekauft haben, die haben so sehr verstanden, was Bitcoin bedeutet, die wollen die gar nicht aus der Hand geben. Da ist der Fiat-Preis völlig egal. Fiat ist kurzfristig. Fiat ist kurzfristiges Denken. Das macht Fiat ja aus. Ja, wir können nicht mehr in die Zukunft planen, nicht mehr weit in die Zukunft planen, weil das Geld einfach immer weiter entwertet und unsere Kaufkraft schwindet. Bitcoin ist genau der Gegenpol. Bitcoin erlaubt es uns, immer weiter in die Zukunft zu planen, weil wir langfristig wissen, es bleibt ein knappes Gut. Es gibt keinen, der Blödsinn bauen kann im Netzwerk, sodass das Netzwerk Schaden nimmt. Es ist anders wie eine Aktie oder ein Pensionsfonds. Ne? Und in Anbetracht dieser ganzen Dinge kommt Daniel Batten auf jeden Fall zu der Erkenntnis und sagt, was Bitcoin auf eine Größe bringt, bei der sich die meisten institutionellen Anleger wohlfühlen. Ne? Also wenn Bitcoin eine derartige Geldmenge in der Marktkapitalisierung vorweisen kann, ist Bitcoin in der klassischen Finanzwelt angekommen. Ja? Dann hat Bitcoin eine Größenordnung erreicht, wo die großen Investments sind. Und ab diesem Zeitpunkt fühlen sich Institutionelle wohl. Und das kann so einen krassen zusätzlichen Netzwerkeffekt haben, weil dann alle draufspringen. Alle. Wenn Pensionsfonds, ESG-Fonds, wenn da alle investieren, welche Argumente gibt es dann noch gegen Bitcoin? Da bleiben fast keine mehr übrig. Das kann richtig, richtig heftig werden. Ja, jetzt sagt er, jetzt haben wir eine NGU-Rückkopplungsschleife. Number go up, Nummer geht hoch, immer mehr Leute springen auf. Nummer geht weiter hoch, immer mehr Leute springen auf. Mit Nummer ist natürlich der Preis gemeint.